Strasser, Gründer und CEO des österreichischen Unternehmens Pragmatics. Der beschäftigt sich nämlich genau damit, quantensicheren Speicherlösungen. Herzlich willkommen. So, aber ich bin nicht alleine da. Sebastian Ramacher, Dr. Sebastian Ramacher, so viel Zeit muss sein, leitender Wissenschaftler am AIT, und wir werden das als Co-Moderation halten. Sebastian ist zu jung, um zu wissen, wer Brauner und Farkas waren, aber gut, wir schaffen es trotzdem. Wir werden es irgendwie rüberbringen. Gut, ich habe die Freude, noch ein Forschungsprojekt hier in Österreich vorzustellen, und es geht um eben das Projekt QCI-CAT und darum, wie das eine quantenresistente Kommunikations- und Storage-Infrastruktur in Österreich demonstriert. Kurz, um ein bisschen den Überblick zu geben, worum es geht. Im Endeffekt wissen wir, dass Kryptographie in sehr vielen Bereichen eingesetzt wird, ob das sichere Kommunikation ist, in Messaging-Applikationen, auch in Identitätslösungen, wie zum Beispiel in Österreich die ID Austria, auch natürlich im Online-Banking bei Bankomatkarten. Es ist ein Grundstein für die digitale Infrastruktur und unser digitales Leben an sich. Und im Zeitalter der Quantentechnologien ist aber auch ein Quantencomputer, der relevant wird, gerade im Bereich der Kryptographie. Wir haben in den letzten Tagen auch gehört, welche Möglichkeiten Quantencomputer für bestimmte Bereiche im Sensing zum Beispiel bieten. Aber gerade für die Kryptographie ist es keine sozusagen konstruktive Anwendung, sondern eher eine destruktive Anwendung, wo es darum geht, dass man mit Quantencomputern eben Angriffe auf die klassische asymmetrische Kryptographie durchführen kann. Ohne jetzt wirklich in die Details zu gehen, wie ein Quantencomputer das machen kann, möchte ich nur ganz kurz einen Ausblick geben über quasi zwei wesentliche Angriffe, die dadurch möglich werden. Das eine ist Shors Algorithmus, der wirklich ein Problem für alle zahlentheoretische Kryptographie, die wir heutzutage einsetzen, ist. Werner wird dann auch noch das kurz ein bisschen in eine Relation setzen zwischen was mit einem klassischen Computer möglich ist und einem Quantencomputer. Wichtig, was ich hier sagen will, ist, dass es eben alle Public-Key-Verschlüsselungen und Signaturen, die wir heutzutage einsetzen, bricht. Ein zweiter Angriff, der ist dann auch noch relevant, ist Grovers Algorithmus. Da geht es dann darum, in der symmetrischen Verschlüsselung, das quasi die Grundlage ist, um dann Daten effizient sicher zu übermitteln oder zu speichern, dass man da auch Angriffsmöglichkeiten hat. Die sind aber nicht so gravierend wie davor. Das heißt, das Bild der Kryptographie verändert sich sehr stark. Also wir haben einen großen Baum an Möglichkeiten, die wir heutzutage einsetzen. Aber durch Shors Algorithmus fällt da einmal ein Baum asymmetrisch weg. Durch Grovers Algorithmus müssen wir sehr viel hier im symmetrischen Bereich aktualisieren, wobei das hier noch die Einsatzmöglichkeiten bestehen, aber angepasst werden müssen. Und damit bleiben nur noch quasi dieser symmetrische Teil über und dann auch, was später relevant sein wird, schon hier Secret Sharing, was dann auch eine interessante Lösung für verschiedene Anwendungen ist. Was bedeutet das jetzt für uns? Wir haben sozusagen die Notwendigkeit, auf Kryptographie zu migrieren, die diesen Angriffen standhält. Und da gibt es von Michele Mosca das sehr berühmte Theorem, dass es quasi, wenn man betrachtet die Zeit, die Daten sicher sein müssen und die Zeit, die es benötigt, um auf moderne Kryptographie zu wechseln, die größer ist als die Zeit, bis ein Quantencomputer da ist, dann müssten wir jetzt handeln, beziehungsweise dann ist es vielleicht sogar schon zu spät. Das heißt, wo stehen wir da gerade? Das gibt es auch eben einen schönen Überblick, was die Leistungsfähigkeit aktueller Quantencomputer ist und die Leistungsfähigkeit, wo es dann wirklich kritisch wird. Im oberen rechten Teil, wo steht RSA is broken, ist der Teil, wo wir wirklich Angriffe durchführen können. Aktuell sind wir dann noch unten im links unteren grauen Bereich und bewegen uns halt immer mehr Richtung dem kritischen Bereich. Was kann man dagegen tun? Es gibt zwei Ansätze.
die man verfolgen kann und die auch verfolgt werden, sowohl in der Forschung wie auch in der Industrie. Der eine Ansatz ist die sogenannte Postquantenkryptographie. Da geht es um neue harte mathematische Annahmen, um quasi bestehende Verfahren auszutauschen. Da ist gerade die NIST in Amerika auch sehr aktiv und hat inzwischen 3 Standards veröffentlicht, die für Ersatz sorgen sollen. Das Draft kann man sich hier überall wegdenken, die sind inzwischen final. Und ein anderer Ansatz, an dem es dann auch in diesem Projekt geht, ist die sogenannte Quantenschlüsselverteilung. Dort konstruiert man Systeme, die basierend auf physikalischen und quantenmechanischen Effekten Schlüssel zwischen 2 Punkten verteilen, wo wir hier eben Geräte haben, die klassischerweise Alice und Bob genannt werden, wo auf beiden Seiten dann Schlüssel erzeugt werden, die abhörsicher verteilt werden und dann für Anwendungen im Kontext von sicherer Kommunikation zwischen 2 Punkten verwendet werden können. Gut, und im QCI geht es eben um ein Netzwerk, das wir in diesem Kontext in Österreich demonstrieren und die Möglichkeiten aufzeigen. Das ist aber eingebettet in einem größeren Kontext, nämlich in einem europäischen Kontext, im Kontext der EuroQCI-Initiative. Da werden aktuell in 26 Ländern der Europäischen Union solche Netzwerke demonstriert und aufgebaut in verschiedenen Stadien. Da gibt es zum Beispiel ein sehr großes in Madrid mit sehr vielen Knotenpunkten und wir haben dann auch, was wir später sehen werden, auch in Österreich hier das demonstriert. Gut, parallel zu den nationalen Projekten, die das demonstrieren, den Stakeholdern der einzelnen Nationen, gibt es dann auch 6 Industrieprojekte, die sich damit beschäftigen, die Technologie eben den Reifegrad zu erhöhen. Und was vielleicht auch besonders wichtig ist, für den Einsatz dann in kritischer Infrastruktur für hochsichere Kommunikation eben auch ein Thema, die Zertifizierung. Und da wird auch gerade in einem Projekt die Zertifizierungsinfrastruktur in Europa mit aufgebaut. Gut, was bedeutet das jetzt im Kontext von QCI-Cat in Österreich? Da demonstrieren wir mehr oder weniger 3 Netzwerke. Eines ist zentriert in Wien, wo verschiedene Ministerien verbunden werden, um hier im Kontext von Behördenkommunikation Themen zu demonstrieren. Eine Verbindung, das sind dann die interessanteren, sind dann auch eben lange Verbindungen zwischen Wien und Graz. Und da geht es dann wirklich in die Richtung, wo man auch in die Grenzen von QKD hineinläuft. Weil diese Technologie eine Längenbeschränkung hat und ab 100 Kilometern etwa, je nach Hersteller, benötigt man dann sogenannte Trusted Nodes, um die Punkte dazwischen abzusichern. Und da ist genau der Punkt, wo die Arbeit auch von Werner hineinspielt, in der Konstruktion dieser Trusted Nodes, und damit übergebe ich an dich. Dankeschön. Also vielleicht, ich kann es mir nicht greifen. Sebastian ist Mathematiker. Ich möchte das in 2 Sätzen zusammenfassen, was er vorher gesagt hat. Ein Teil der Kryptographie basiert auf Mathematik. Mit quasi unendlicher Rechenleistung von Quantencomputern wird es dort ein bisschen heikel. Dann gibt es den Teil, der ist mit Naturgesetzen, mit Physik versehen. Da sind wir relativ sicher, weil da wird die Mathematik nichts dran ändern können. Also diese Unterscheidung ist, glaube ich, wesentlich. Und um da jetzt gleich bei den QKD-Systemen anzuschließen, das ist der Teil, wo wir von Naturgesetzen sprechen, wo wir von Quantenmechanik reden und das, was der Sebastian so schön gesagt hat, dass also die Grenzen der QKD-Technik erreicht sind, in der Distanz sind sie erreicht. Es liegt eben daran, dass so ein kleines einzelnes Photon nach ca. 100 Kilometern schon sehr müde ist, also die Dämpfung in der Faser einfach dementsprechend groß ist. Und QKD basiert eben darauf, dass ja nicht Milliarden Photonen, sondern einzelne Photonen mit einem bestimmten Protokoll und einer Polarisierung geschickt werden. Ändert natürlich nichts daran, nach ca. 70 bis 100 Kilometern mit den realistischen Phasen, die es halt hier gibt, ist irgendwann Schluss. Wien-Graz geht sie nicht aus, das heißt, wir müssen daher die Strecke mit 2 Trusted Repeater Nodes in 3 Teile zerlegen. Und wichtig zum Verständnis ist einfach, dass diese ersten, sagen wir mal 70 Kilometer
schützt uns die Quantenphysik. Das heißt, dort wo die Faser liegt, da kann nichts passieren, wenn da irgendjemand mitlesen will, das bemerken wir. Wenn aber jetzt dieses erste Segment, sagen wir mal südlich von Wien, zu Ende geht, muss ich das zweite Segment anhängen. Und dieses Daisy-Chaining oder Aneinanderhängen bedingt eben, dass ich dann für einen kurzen Moment, für ein paar Zentimeter aus der Quantenphysik heraus muss, klassisch elektrisch bin, und genau dort würden sich die bösen Buben und Mädels hineinsetzen und versuchen, Devices hineinzugeben, die dann halt die Schlüssel der EU dementsprechend vielleicht mitlesen können. Um das zu verhindern, muss man eben dafür sorgen, dass diese Übergabepunkte zwischen diesen einzelnen Links auch physikalisch geschützt werden. Das ist prinzipiell immer schon möglich gewesen. Wenn man genügend Geld auf den Tisch legt, kriegt man so kleine atomwaffensichere Bunker um günstige 3 bis 5 Millionen Euro. Nur das wird sich finanziell nicht ausgehen, weil um Österreich zum Beispiel mit einem quantensicheren Mesh zu versehen, bräuchte man ca. 80 bis 100 solcher Trusted Repeater Nodes. Wir reden hier jetzt nur von einer einzelnen Leitung zwischen Wien und Graz. Wenn man ein flächendeckendes Netzwerk bräuchte, braucht man eben sehr viele davon. Daher war die Herausforderung, wie günstig kann man einen solchen Trusted Repeater Node bauen? Und ich habe halt dann irgendwann ein Konzept entwickelt, wo man gesagt hat, ja, mit Industriekomponenten, die trotzdem noch die notwendige Sicherheit zustande bringen, in einer Kombination aus mechanischen, chemischen, elektronischen Schutzmechanismen, die dann im Endeffekt so weit gehen, dass also das Ganze sowohl von der elektronischen Abstrahlung her, wie es so schön heißt, tempestiert ist, aber eben auch dementsprechend gegen jede Art von Manipulation geschützt wird, um dann in der letzten Konsequenz, wenn also hier eine bestimmte Anzahl von Barrieren überwunden wäre von den bestgeschulten bösen Buben und Mädels, dann müsste sich das System einfach auch binnen 5 Sekunden so selbst zerstören, dass in keinem Fall Schlüsselmaterial gestohlen werden kann. Und genau das haben wir erfreulicherweise jetzt beweisen können. Also diese beiden Trusted Repeater Node 1 und 2 sind bereits in Betrieb. Die Verbindung zwischen Wien und Graz steht de facto. Die QKD-Systeme werden jetzt in den nächsten 1 bis 2 Wochen auch eingebaut und auf diese Art können dann eben höchst sensible Daten zwischen diesen beiden Städten übertragen werden. Gut, in so einem Netzwerk ist es aber nicht getan, nur QKD-Geräte hinzustellen, sondern es muss auch in Anwendungen integriert werden. Das heißt, wir gehen jetzt einen Schritt weg von den QKD-Boxen in den Layer hinauf, nämlich in die Anwendung. Was braucht man dafür? Das eine ist natürlich eine Netzwerkarchitektur, die es ermöglicht, einerseits in einem großen Netzwerk, wenn man im Hintergrund hat, dass das in ganz Österreich bzw. ganz Europa ausgerollt werden soll, dass man da eine Infrastruktur hat oder eine Architektur, die das auch unterstützt. Wir sehen da verschiedene Ebenen. Ganz unten sind die QKD-Geräte verbaut, drauf ist das sogenannte Key-Management-System, das ist quasi dann dieser Layer, der die Schlüssel vom Gerät zur Anwendung bringt, und dann klassischerweise für das Management des Netzwerks ist darüber ein sogenanntes Software-Defined Network, das mehr oder weniger die Pfade für die Kommunikation im Netz managt. Um eben die Keys in die Anwendung zu bringen, wird im Projekt ein Key-Management-System entwickelt. Das hat wirklich ein Ziel, wenn ich 2 Endpunkte habe in dem Netzwerk und die sollen in irgendeiner Form kommunizieren mit den Schlüsseln, die über die QKD-Geräte generiert werden, ist dieses System quasi der Management-Layer, der dann den Punkten in Wien oder in Graz beispielsweise dann die Schlüssel zur Verfügung stellt. Und von diesem Layer dann hinauf gehen wir dann in die Anwendungen, und da haben wir auch im Projekt verschiedene Anwendungen bereits sehr erfolgreich demonstriert. Die Kollegen von Kencom, die auch einen Stand hier hatten, haben ein System entwickelt, um mit QKD-gesicherten Verbindungen zum Beispiel in einem HSM Key-Backups durchzuführen, sodass die informationstheoretisch gesichert zwischen 2 Standorten transportiert werden können. Wir haben auch einen Videochat-System entwickelt, das hier aber sowohl Postquantenkryptographie wie auch QKD-Keys integriert, um hier wirklich einen Ende-zu-Ende-Schutz der Anwender zu ermöglichen.
Und dann für weitere Anwendungen, die wir hier demonstrieren, gebe ich wieder zum Jan. Ja, also ich nehme mal an, gegen Ende einer zweitägigen Veranstaltung des Abwärms muss ich jetzt nicht mehr über asymmetrische, hybride Kriegsführung sehr viel erzählen. Mir gefällt dieses Bild, diese Tabelle einfach sehr gut, weil sie, glaube ich, gut beschreibt, was da alles dabei ist. Und die wahrscheinlich wichtige Erkenntnis dabei ist, dass für jede Form der asymmetrisch hybriden Kriegsführung, die wir da finden, Cyber einfach der Brandbeschleuniger ist. Das heißt, wir brauchen halt nicht mehr darüber nachdenken, dass die Luftwaffe oder die Marine oder wer immer, Marine ist bei uns jetzt weniger ein Problem, dass die ja mit Cyber nichts zu tun haben. Es gibt nichts ohne Cyber. Und daher ist es einfach relevant, dass man in diesem Bereich die richtigen Entscheidungen trifft und schnell ist. Bitte. Bevor ich zum Politiker werde. Nächste Folie. Danke. Ja, Quantencomputer, schön, da haben wir alle so irgendeine Vorstellung, wir wissen alle, ja, das wird schnell. Sei so lieb, gleich die nächste Folie. Das war so auch für mich ein bisschen der ausschlaggebende Grund, die Fragmentix zu gründen. RSA 2048 haben wir alle schon mal gehört. Diese Zahl beginnt mit 8 und ich glaube 21 Nullen. Also ein Vielfaches der Dauer, das unser Universum angeblich existiert, 13 Milliarden Jahre. Das war das, was wir gedacht haben, wo wir alle davon ausgegangen sind, so lang hält ein RSA 2048 bei einem Brute Force Anschlag mit klassischen Computern. Das wird schon stimmen, ungefähr. Man hat 2 Nullen weg, dann ist es egal. Das wirkliche Problem ist, Quantencomputer, die kryptografisch relevant werden. Und ob das jetzt in 2, in 5 oder in 7 Jahren ist, ist in Wirklichkeit vollkommen irrelevant. Die lesen das quasi in Echtzeit. Und durch diese, sagen wir mal, vorausschauende Tätigkeit größerer Nationen, dass sie alles an Daten, das jetzt irgendwo abgreifbar ist, bereits speichern, um es dann entschlüsseln und nutzen zu können, sind wir sofort betroffen von dem Thema. Und das ist, glaube ich, der gedankliche Sprung, der also auch in der Politik oder bei sehr vielen Entscheidungsträgern noch nicht wirklich angekommen ist. Und diese Erkenntnis, dass viele Teile der Verschlüsselung, die wir heute verwenden, auf unserem Handy, im Telebanking, in jedem Browser, das ist praktisch tot. Nur reden wir halt nicht so gern drüber, weil man noch nicht wirklich wahnsinnig gut damit umgehen kann. Bitte. Ja, da kann man ein bisschen drüber gehen, aber letztendlich geht es darum, dass jede Art von Cybervorfall einfach wahnsinnige Kosten verursacht und in Wirklichkeit der Schutz davor immer nur einen Bruchteil kostet. Das gilt jetzt nicht nur für unsere Technologien, das gilt in Wirklichkeit auch für QKD, das gilt für ganz, ganz viele Themen. Und wenn man dann darüber nachdenkt, dass das vielleicht nicht alles immer nur in Friedenszeiten ein Thema ist, sondern durchaus auch in kinetischen Situationen, wie es es gerade in der Ukraine gibt, dann muss man sich auch die Frage stellen, na gut, wie viel tun wir, um das bei uns zu verhindern? Bitte. Ein Aspekt, der, glaube ich, natürlich hier auch schon einige Male zum Tragen gekommen ist, aber wo man trotzdem auch ganz klar in der Aussage bleiben muss, jedes US-Unternehmen, und die sind nun einmal federführend, wenn es um die Services geht, die Behörden, Firmen, aber auch Einzelpersonen so jeden Tag verwenden. Jedes US-Unternehmen ist eindeutig und ohne Wenn und Aber dazu verpflichtet, Daten der erweiterten US-Regierung zu geben, wenn diese sie haben möchte. Jetzt kann man sich ein bisschen einlullen und sagen, naja, ich bin da eh nicht betroffen, weil ich bin ja jetzt nicht das Opferamt oder ich bin ja jetzt nicht die Militärs, die müssen vielleicht aufpassen, ich als Unternehmen, aber ja. Wenn du vielleicht weitergehst, also dieser Cloud-Act findet sich auch schon ganz, ganz deutlich in den Geschäftsbedingungen. Das ist ein bisschen verkürzt. Aktuell AWS, Amazon, Customer Agreement. Wir schützen deine Daten, wir sorgen für die Sicherheit. Wir geben sie niemandem, außer wenn die Regierung sie braucht. Also das findet man hier auch niedergeschrieben, bitte. Und vielleicht noch wichtiger, und ich verletze hier jede PowerPoint-Fontgrößenordnung, das ist mir vollkommen bewusst. Ich fasse es nur ganz kurz zusammen. Der frühere CIA-Direktor James Woolsey hat das ganz offen
25 Jahren, ich glaube, der New York Times ins Mikrofon diktiert, auf die Frage, warum forscht ihr Amerikaner die Europäer aus? Jedes Telefonat, jede E-Mail, das war noch weit vor Snowden. Und der hat etwas verkürzt gesagt, das ist ganz einfach. Solange eure öffentlichen Ausschreibungen unsere amerikanischen Unternehmen benachteiligen, also wir kaum Geschäfte in Europa machen, werden wir euch ausspielen und das unserer Wirtschaft zur Verfügung stellen. Jetzt darf jeder im Saal dreimal raten, ob das unter einem gewissen Orangenkollegen besser geworden ist. Gut, kommen wir vielleicht zu den etwas produktiveren Dingen des Lebens. In diesem Projekt QCI-CAT werden die Data on Transit, also die Transitdaten in der Übertragung mit QKD geschützt. Diese Daten müssen aber irgendwann einmal wo ankommen. Diese Übertragung dauert in der Regel Bruchteile von Sekunden oder meinetwegen Sekunden und dann wird es irgendwo abgelegt. Hacker sind normalerweise faule Menschen, wie viele andere, ich auch. Der denkt sich, warum soll ich mich jetzt auf die Sekunden konzentrieren? Ich warte, bis irgendwo am Speicher liegt und hole es mir von dort. Und um genau das ein bisschen schwieriger zu machen, haben wir eben einen sogenannten informationstheoretisch sicheren Algorithmus, bitte die nächste Folie, nämlich dieses Secret Sharing implementiert. Und das funktioniert eigentlich recht einfach. Ich habe Dateien, die von der linken Seite in ein virtuelles Netzlaufwerk geschrieben werden. Die werden dort mit dieser besonderen Form der Kryptographie in eine Anzahl von Fragmenten zerlegt. In diesem Fall sind es 3 Stück. Und jedes dieser Fragmente wird auf einem anderen Speicherort abgelegt. Nur ich als der Betreiber oder Eigentümer dieser Box weiß, wofür ich mich entschieden habe. Das kann die Public Cloud sein, das kann mein eigener Storage sein, das kann eine bunte Mischung aus all dem sein. Und ich definiere automatisch, wenn ich 3 Fragmente erzeuge, dass ich 2 dieser 3 Fragmente brauche, um die Daten wiederherstellen zu können. Wenn jetzt eines dieser Fragmente von zum Beispiel einem Cloud Storage von irgendjemandem gestohlen wird, kommt eben genau diese informationstheoretische Sicherheit zum Tragen. Also jemand, der, Claude Shannon, Informationstheorie, unlimitierte Rechenpower hat, kann aus einem einzelnen Fragment kein einziges Bit an Information herausholen. Und auf diese Art kann man eben Cloud-Technologie-Storages, wenn es sein muss, auch in der öffentlichen Cloud, auf sichere Art nutzen. Ja, da gehen wir drüber. Sake of time, gehen wir drüber, hätte ich gesagt, gehen wir drüber. Da bleiben wir ganz kurz stehen. Das funktioniert natürlich nicht nur von einer Seite. Wir haben also das im OpenQKD-Projekt auch gemeinsam mit dem AIT beweisen können. 2 Spitäler in Graz, 3 Storages dazwischen, 2 davon mit Glasfasern und QKD geschützt, informationstheoretisch sicher, Secret Sharing 2 aus 3 und quantentechnisch geschützt mit QKD, auch 2 aus 3 geschützt. Das heißt, dieses System des Datenaustausches zwischen 2 Partnern ist nicht einmal theoretisch brechbar, zum Glück auch praktisch nicht brechbar. Das ist jetzt die Anwendung, die es also hier auch in der Republik Österreich erfreulicherweise gibt. Das ist also zum Beispiel das Bundeskanzleramt und das Verteidigungsministerium, die auf die Speicher Bertha und Dora zugreifen, jeweils mit QKD-Verbindung. Der Speicher Emil muss nicht einmal mehr mit QKD geschützt sein, weil wenn die beiden Bertha und Dora sowohl mit Secret Sharing als auch QKD geschützt sind, können die beiden Ressorts Daten austauschen, ohne dass irgendjemand was anstellen kann. Damit sind wir am Ende angelenkt. Für Fragen sind wir bestimmt auch gerne dann den Werner zu den Anwendungen und den Lösungen. Und wir bedanken uns für die Möglichkeit, dass wir hier noch QCI-CAT zum Ende haben vorstellen können. Dankeschön. Wir bedanken uns, dass Sie hier waren. Auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr, hoffe ich. Wir sind beim Ende der diesjährigen EKT-Sicherheitskonferenz angelangt. Nach der Konferenz ist bei uns natürlich immer vor der Konferenz. Und ich darf jetzt für Rück- und Ausblick den Organisator, den Koordinator und den Mann, ohne den hier gar nichts gehen würde, auf die Bühne bitten. Oberst Vinzenz Schrank, Rück- und Ausblick kommen von dir. Vielen Dank.